Venezuela gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt. In Südamerika ist es laut den ganzen Risikokarten und Listen mit Abstand das gefährlichste Land. Und egal, wo ich hingekommen bin in den letzten 2 Jahren, in denen ich mich in Südamerika aufhalte, hieß es immer, ey, du kannst auf gar keinen Fall hinreisen. Ich bin jetzt 6 Monate im Land und heute sprechen wir darüber, wie gefährlich ist es denn wirklich? Was muss man beachten, wenn man da hinreist? Und lohnt es sich, nach Venezuela zu reisen? Heute ist mein letzter Tag in Venezuela. Dann war ich genau 6 Monate in diesem Land und seit einem Jahr sind die Grenzen erst wieder offen. Das heißt, von einem Jahr war ich ein halbes Jahr hier. Deswegen erlaube ich mir, ein bisschen was über Venezuela sagen zu können. Wie kann man hier reisen? Kann man hier reisen? Denn in den ganzen Ländern, in denen ich vorher war in Südamerika, war es immer so, Venezuela, da kannst du nicht hinreisen. Das ist mega gefährlich. Da gibt's kein Geld, da gibt's kein Benzin und so weiter und so fort. Ja? Es gab niemanden, der gesagt hat, hier reis hier hin, das ist cool, sondern jeder hat abgeraten. Und das liegt daran auch, dass Venezuela in den letzten Jahren 7 Millionen Flüchtlinge hatte. Ja? Überall die Leute, die auf der Straße irgendwie Motorräder reparieren, in Chile zum Beispiel, oder irgendwo an der Grenze rumhängen in Brasilien und so weiter, das sind immer Venezolaner, Flüchtlinge. Ja? Und warum ist das so? Es war so, dass irgendwie vor ungefähr 25 Jahren hier eine Revolution stattgefunden hat und die Kommunisten sozusagen an die Regierung gekommen sind. Und vorher war Venezuela ein superreiches Land. Es hat die größten Ölvorkommen der Welt, also mehr als Arabien. Und zudem kann Venezuela, das hat ja auch der Jürgen aus der Kolonie zur Wahl gesagt, ganz allein vom Tourismus könnte Venezuela überleben. Es hat hohe Berge, es hat Gegenden, die sehen aus wie die Schweiz, es hat karibische Strände, es hat karibische Inseln, türkisblaues Wasser, weiße Strände. Es gibt die Gran Sabana, da sieht's aus wie bei Jurassic Park. Auch das Buch The Lost World ist über diese Region geschrieben worden, weil man sich vorgestellt hat, oder der Autor sich vorgestellt hat, da könnten Dinosaurier immer noch leben. Da sind die größten Tafelberge der Welt. Also es ist super abwechslungsreich, super spannend. Aber warum reist dann niemand hierher? Das war so, dass die Grenzen eben zu waren, die letzten Jahre. Denn mit der neuen Regierung und so hat sich Venezuela quasi international isoliert. Ja. Keiner macht Geschäfte mit denen und so. Und es gab hier auch Zeiten, da gab es hier nichts zu essen. Ja. Auf der Isla Margarita, wo ich war, da haben die gesagt, es gab einfach keine Waren im Supermarkt. Hier auch. Ja. Und dann haben die Leute halt angefangen, ich habe Reis, und dann haben sie getauscht gegen Ketchup und so. Aber es gab keine Waren und so. Und das Geld ist halt auch nichts wert. Ja. Und deswegen möchte ich die ganzen einzelnen Aspekte jetzt beantworten. Sicherheit, Einreise, wie kann man reisen, wie ist es mit dem Geld, wie ist es mit dem Benzin und so weiter und so fort. Also, wie kommt man ins Land mit der Einreise? Deswegen beginne ich damit. Es gibt 2 Grenzen. Man kann entweder über Kolumbien oder von Kolumbien einreisen oder von Brasilien. Ich bin von Brasilien eingereist und es war super einfach. Man macht es genauso wie in den anderen Ländern. Man muss seinen Pass abstempeln lassen und sein Motorrad anmelden. Und dann bekommt man 3 Monate Aufenthalt in dem Land. Und man muss eine Versicherung an der Grenze abschließen für das Motorrad. Diese Versicherung, die kostet immer unterschiedlich viel Geld. Also es gibt Leute, die haben die für 15 Euro abgeschlossen und es gibt Leute, die haben 60 Euro bezahlt. Bei mir gab es da auch nicht zu verhandeln oder so. Ich glaube, ich habe irgendwie 30 oder so bezahlt. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die hatten mir das dann auf dem Computer gezeigt, also so, als wäre das ein offizieller Preis. Aber ich wusste halt, dass andere zum Beispiel weniger bezahlt haben. Auch die Papiere. Es gibt unterschiedliche Papiere. Wenn du in Kolumbien einreist, da hat der Frank, der hat so 2 so Scheckkarten gemacht bekommen. Ich nicht. Ich habe einfach so DIN A4-Ausdrucke bekommen. Und kann man länger als 3 Monate bleiben? Ja. Also da ich 6 Monate hier bin, es geht schon. Es war aber so, dass als ich auf der Isla Margarita war, eben die Grenzen sind noch nicht so lange wieder offen. Und deswegen hat da keiner gewusst, wie man das macht und ob das geht oder so. Ich weiß, dass Leute in Caracas waren und es versucht haben und keine Verlängerung bekommen haben. Wir haben es dann in der Isla Margarita bekommen, aber es war ziemlich aufwendig, das zu machen. Aber als es dann, mich beißen hier die Ameisen, als es dann einmal gemacht war, war es dann wieder für die Nächsten kein Problem. Und auf der Isla Margarita haben die gesagt, wir waren die ersten Menschen, die da so eine Verlängerung bekommen haben. Ich weiß dann, dass Leute auch an der brasilianischen Grenze eine Verlängerung bekommen haben und die hat irgendwie 15 Minuten, hatten die Verlängerung. Also es geht schon, das zu verlängern und man kann dann 6 Monate im Land bleiben. Kein Problem.
Wie ist es mit dem Geld? Ja, es gibt eine eigene Währung in Venezuela, Bolivares. Die ist aber sehr, sehr stark der Inflation unterworfen und quasi niemand will Bolivares haben. Oder man kann halt immer so Kleckerbeträge mit Bolivares bezahlen. Also wenn es irgendwie $2 sind oder so, das kann man mit Bolivares bezahlen. Ja. Aber größere Sachen werden eigentlich mit Dollar bezahlt. Und man muss Dollar mitbringen ins Land, denn hier bekommst du keine, ja, normalerweise. Und du kannst hier nicht einfach zum Automaten gehen und Geld abheben, das geht nicht. Deswegen, ich hatte dann mir $1.000 besorgt in Brasilien und habe die mitbekommen. Natürlich bekommst du dann irgendwie entweder 50er oder 100er, die aber schwierig zu wechseln sind, weil die Leute einfach das Wechselgeld nicht haben. Ja? Das ist ein bisschen ein Problem. Und es ist auch so, wenn ihr dann achtet darauf, dass es neue Scheine sind. Alte Scheine, die irgendwie eingerissen sind oder so, oder wo Ecken fehlen, nehmen die nicht an. Ja? Klar, man probiert es dann immer mal irgendwann, ja, oder jubelt so unter, dann kannst du immer einen loswerden, so einen Schein. Aber du hast immer Probleme, die Scheine loszuwerden. Und du musst auch, die wollen dir natürlich auch immer die Scheißscheine geben. Deswegen, wenn du die Scheine bekommst, musst du auch immer gucken, dann, dass es Scheine sind und sagst, ey, den will ich nicht. Verstehen die auch, ist kein Problem, wechseln die dann auch. Aber sie versuchen es natürlich, ja? Genauso wie ich es auch versuche. Es war dann natürlich so, dass ich verlängert hatte und dann hatte ich natürlich kein Bargeld mehr. Und es war auch so, dass meine Kreditkarte gesperrt wurde, weil irgendwo jemand in Mexiko damit Geld abgehoben hatte. Ich hatte dann keine Möglichkeit, ein Geld zu bekommen. Aber es gibt Leute, die haben irgendwie ein PayPal-Konto in den USA. Den kannst du dann Geld überweisen, wenn du die kennst. Und die Leute hier sind mega hilfsbereit. Eben, weil eben die kommunistische Regierung war und so weiter. Es gab nichts zu essen und dann haben die Leute sich gegenseitig geholfen, sie Essen getauscht und so weiter. Und so ist es auch. Sie freuen sich auch, dass Leute hier ins Land wieder einreisen. Entschuldigung, mich fressen hier die Ameisen. Deswegen, die Leute hier sind super freundlich und die freuen sich eben auch, dass Leute dann wieder ins Land einreisen und versuchen auch mit allen möglichen Mitteln dir zu helfen. Und dann gibt es eben Leute, die haben in den USA ein PayPal-Konto. Oder in manchen Supermärkten, auf Isla Margarita gibt es einen Supermarkt, da kannst du PayPal einzahlen zum Beispiel. Ja? Oder du kannst Leuten irgendwie Geld überweisen und die geben dir dann Geld und du kannst dann irgendwie besorgen. Das funktioniert. Aber wenn du jetzt einfach so durchreist und kennst niemanden, schwierig. Deswegen Dollar mitnehmen, ausreichend, am besten 2 Kreditkarten dabei haben. Weil es ist auch so, dass die Kreditkarten, manchmal funktionieren sie, manchmal nicht. Es war auch so, es liegt manchmal an diesem Terminal, dass das nur national ist, aber nicht nur. Manchmal war es auch so, ich konnte bezahlen und ein anderer Tourist auch mit der gleichen Visakarte oder so konnte nicht bezahlen. Hat nicht funktioniert. Also damit muss man immer rechnen, immer Bargeld dabei zu haben. Das war es aber noch nicht mit dem Geld, denn es war so, ich bin ja von Brasilien aus eingereist, hatte dann meine ganzen Reais, das ist die brasilianische Währung, umgetauscht in Dollar. Und es war aber so, dass dann im ganzen südlichen Bereich, dann nehmen sie keine Dollar an, sondern nur Reais. Also hatte ich da quasi dann kein Bargeld. Da hab ich so, ey, es ist doch eure Währung hier, Dollar. Ja, machen sie nicht. Und hier ist es jetzt auch so wieder, jetzt bin ich an der kolumbianischen Grenze, hier gibt's dann nur kolumbianische Peso. Also kannst du dann auch nicht anders bezahlen. Also ja, es ist so, in den meisten Regionen im Land kannst du mit Dollar bezahlen, aber an den Grenzregionen bezahlst du dann eben mit der Währung entweder von Kolumbien oder von Brasilien. Was vielleicht noch bemerkenswert ist zum Geld, es gibt bei der Gran Sabana ein bisschen nördlicher, da gibt es so die Minengegend. Das ist so die gefährlichste Gegend Venezuelas. Da haben eben die Minenarbeiter das Sagen. Und da wird mit Gold bezahlt. Ja? Also jedes Geschäft hat da so eine Waage auf dem Tresen stehen und da wird es dann abgewogen, dann kannst du mit Gold bezahlen. Das ist halt so super cool. Und einmal konnten die mir nicht rausgeben und dann haben sie gesagt, ja, ich kann dir Gold rausgeben. Da hab ich so, ja, will ich. Und jetzt habe ich halt als Souvenir quasi 10 Dollar in Gold dabei. Cooler geht's halt nicht. Ja. Die nächste Sache ist, wie bewege ich mich im Land? Also für Leute, die kein Vehikel haben, ist es etwas schwierig, denn es gibt eigentlich keinen öffentlichen Verkehr. Ja? Man kann es vielleicht mit Trampen und so versuchen, das will bestimmt auch klappen, weil die Leute sich eben freuen, dass Touristen ins Land kommen und auch interessiert sind und so weiter. Aber also jetzt einfach irgendwie so Backpacker-mäßig in den Bus steigen und irgendwo wohin fahren, das läuft nicht. Aber ich bin ja mit dem Motorrad unterwegs. Und das ist alles easy. Motorrad kannst du super reisen, weil Venezuela eben ein super reiches Land war. Venezuela ist komplett durchasphaltiert. Ja. Die Straßen sind natürlich, seit 25 Jahren ist da nichts mehr gemacht worden. Die sind natürlich jetzt nicht im besten Zustand, aber das ist schon ganz gut. Ja. Also wenn ich da an Bolivien denke oder so, das ist eine ganz andere Straßenqualität als hier. Was ein bisschen ein Problem ist, ist Benzin. Ja. Also es hat hier die größten Ölvorkommen der Welt, aber es gibt kein Benzin an der Tankstelle. Es ist so, kommunistisches System, dass die Leute irgendwie 120 Liter pro Monat quasi umsonst bekommen oder fast umsonst bekommen. Ja?
aber das war's. Und deswegen, es kann dann auch sein, wenn die Tankstellen kein Benzin haben, dann gibt's halt kein Benzin. Ja? Und dann bilden sich da Riesenschlangen. Ich habe das öfters mal gezeigt im Video. Dann ist dann irgendwie so, weiß nicht, 4 Kilometer lange Schlange. Ja? Aber als Tourist kannst du an diesen Tankstellen nicht tanken, offiziell. Ja? Es gibt internationale Tankstellen, da kostet der Liter Benzin 50 Cent, da kannst du tanken, aber die sind selten. Ja? Und jetzt meine Erfahrung ist so, man kommt schon ganz gut durch, aber es ist auf jeden Fall gut, dass man so für 500 Kilometer Benzin dabei haben sollte. Schwierigste Region ist eben die, wenn man von Brasilien einreist, Gran Savanna heißt das ist dieses Dinosauriergebiet, wie ich sage, mit diesen Tafelbergen. Und da kannst du eben kein Benzin bekommen, da gibt's keine internationalen Tankstellen. Da gibt's dann halt so Leute, die verkaufen irgendwie Flaschen an der Straße, manchmal. Und die kosten aber dann der Liter $3. Und das ist halt auch Benzin, also da schwimmen Teilchen drin in den Flaschen und so. Überhaupt das Benzin, die Qualität ist schlecht. Deswegen ist es auch immer ratsam, das habe ich hier immer gemacht, dass man dann so Oktanbooster sich kauft. Das kannst du hier an jedem Shop kaufen, wirklich überall. Und das kippst du dann da rein. Und es war dann wirklich, wenn du untertourig fährst oder halt so einen Berg hoch und sie muss dann richtig rödeln, dann knallt's halt, klackert's und so. Aber wenn du das reinkippst, dann passiert es nicht. Deswegen würde ich raten, das immer reinzumachen. Und mir wurde jetzt auch geraten, dass eben dieses schlechte Benzin das ganze System kontaminiert. Deswegen, wenn man ausreist aus Venezuela, soll man auch wieder einen Ölwechsel machen, um den ganzen Scheiß da wieder rauszubekommen. Ansonsten ist es so, in dieser besten Zone, ich sag mal, die Küste oben bis hier in die kolumbianische Grenze, da war es jetzt hier überhaupt gar kein Problem. Es gab überall Tankstellen, die hatten alle Benzin und so. Der Javier, wo ich jetzt hier gerade wohne, aufgenommen wurde, auch ein Motorradfahrer, der hat gesagt, so ja, manchmal ist es halt so, da haben die Tankstellen kein Benzin. Man kennt es aus Bolivien, da ist es auch ein bisschen schwierig manchmal mit dem Benzin. Es ist hier nochmal, sage ich mal, doppelt so schwierig, aber das macht mir keine Sorgen. Am Anfang habe ich mir natürlich Sorgen gemacht, aber es hat mir keine Sorgen gemacht. Dann fällt hier auch immer der Strom aus. Es ist ja alles marode, das ganze System. Ja? Eigentlich fällt überall jeden Tag mindestens einmal am Tag für ein paar Stunden der Strom aus. Ja? Isla Margarita ist noch ein bisschen besser, weil da wohnen die Reichen sozusagen. Aber auch da fällt der Strom aus. Und wenn der Strom ausfällt, das heißt, dann geht auch die Pumpen gehen dann nicht. Ja? Wasser geht dann nicht, ja? Oder Benzin. Ja? Die Tankstellen können dann kein Benzin pumpen sozusagen. Und ja, mit dem Wasser ist es auch so, die kaufen immer Wasser ein. Also da kommt so ein Truck vorbei, der füllt dann quasi das Reservoir auf und dann wird das Wasser da reingefüllt. Mit der Elektrizität geht auch das Internet natürlich einher. Wenn es keinen Strom gibt, gibt es kein Internet. Und meistens ist es dann auch so, dass das Mobilfunk, man kann sich natürlich hier SIM-Karten holen von verschiedenen Anbietern, dass das schon noch geht, aber man darf hier nicht Highspeed-Internet erwarten. Ja? Es gibt manchmal Gegenden, ich hatte einmal, da hatte ich irgendwie 300 Mbit, da war ich so, was ist denn hier los? Aber da ist der Strom ausgefallen. Und manchmal fällt dann das Mobilfunknetz eben auch aus. Und es kann halt auch mal sein, dass es ein paar Tage ausfällt. Normalerweise nicht, aber wir hatten das am Anfang auf der Isla Margarita, was weiß ich, was da war wieder, und dann fällt es aus. Also es ist alles ein bisschen abenteuerlich, aber es war jetzt kein Problem, ja, hier das zu machen. Wie ist es mit den Preisen? Also Venezuela ist witzigerweise gar nicht so billig. Also es ist teurer als Peru, teurer als Bolivien, teurer als Argentinien. Das heißt, also eine Unterkunft kostet zwischen 10 und, ja, nach oben ist natürlich offen, $80. Ich sag mal, normaler Preis, den die immer wollen, ist so $20, $25 pro Nacht für ein einfaches Zimmer, ja. Und da hat man jetzt nicht erwarten, dass das super geil ist aber auch nicht super schäbig. Es ist dann so, dass man oft auch handeln kann, ja. Ich hatte oft, wo es dann war, ja, $40 ist das Zimmer. Also $40, das ist verrückt. Und dann am Ende habe ich dann 15 bezahlt oder 10. Ja. Und es war dann auch so, auf Isla Margarita, da habe ich natürlich dann auch, weil ich da so lange war, einen Spezialpreis ausgehandelt und so. Das geht schon alles. Und man muss aber manchmal Leute kennen, sonst kann es halt sein, dass du 20 bezahlst. Ja. Eine Ergänzung noch zu Unterkünften. Booking.com oder so gibt es nicht. Also gibt es schon bei ganz großen Hotels, aber in den meisten Gegenden, das ist leer. Kannst du nichts finden oder findest vielleicht ein Hotel, was dann irgendwie 100 Euro kostet oder so. Du kannst bei Google gucken und da gibt's dann hunderte Hotels und Posadas, aber die meisten, die gibt's eben nicht mehr. Ja, fährst dahin, das gibt's nicht mehr. Ist zu oder ist leer. Ja, die ganzen Sachen sind eben runtergekommen. Die Hotels, da sind oft keine Fenster mehr drin oder ja, das ist einfach leer. Und ja, ich habe es dann oft so gemacht, dass ich dann
rumgefahren bin und geguckt habe, wo ist was, wo gibt's was. Ja, es gibt schon auch Hotels und Posadas, aber das ist nicht immer auf der Karte oder so eingetragen. Fragst du Leute und iOverlander. Ja, die App ist halt das Ding. Da ist auch in Venezuela so wenig wie in keinem Land, wo ich jemals zuvor war. Aber es nimmt jetzt ein bisschen zu. Auch Leute, die da reisen, die wissen, dass es schwierig ist und lassen eben für andere Leute Tipps da. Und da kann man reinschauen. Und das geht schon. Es ist eben so, Venezuela ist eben ein Abenteuer. Ja, Essen ist es auch so. Also normalerweise kostet halt ein Essen irgendwie zwischen 10 und 15 Dollar, was jetzt auch nicht so günstig ist. Also ja, eine Pasta oder so. Es gibt dann auch immer auf der Straße, das muss man halt finden. Man findet das am Anfang nicht immer gleich. Ja, Frank und ich, da haben uns dann eine Familienpizza irgendwie für 5 Dollar, hat die am Anfang gekostet. Irgendwann ist es dann auf 6 Dollar erhöht worden, aber da haben wir 3 Dollar bezahlt und da war noch ein 1,5 Liter Cola dabei. Also ja, da hast du für 3 Dollar ausreichend gegessen. Ja. Aber im Laden nebendran sozusagen kostet es dann 20 Dollar oder kostet die Pizza 15 Dollar. Also das ist sehr unterschiedlich, die Preise. Ja, überhaupt ist es so, Isla Margarita ist halt die Insel der Reichen sozusagen. Da ist aber auch alles, man sieht halt diese riesen Hotels und so, das ist aber alles leer. Also Ausländer siehst du hier kaum. Ja, also ein paar Motorradreisende, die hier durchreisen, das war's eigentlich. Aber allgemein ist es so, wenn du jetzt halt hier nicht so low budget lebst wie ich, dann kannst du hier wirklich für einen geringen Preis sehr, sehr gut leben. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass die Isla Margarita eben zollfreies Gebiet ist und dass da kann man sich eben Sachen zollfrei hinschicken lassen. Was vielleicht nicht für jeden interessant ist, aber für den Langzeitreisenden ist es das. Denn sonst zahlt man zwischen 20 und 40% Steuern. Sicherheit. Ja, man sieht hier, alles ist immer so ein bisschen vergittert. Da steht jetzt mein Moped drin und hier auch und so weiter. Das ist aber in jedem Land in Südamerika so, ja, auch in Chile und so. Ich finde aber, es ist nicht unsicherer. Ich habe mich hier nirgendwo unsicher gefühlt, nicht unsicherer gefühlt als in anderen Ländern. Ja, also wenn du in Lima bist oder in Santiago de Chile, da gibt's auch Gegenden, da gehst du nachts nicht hin. In Lima gibt's auch Gegenden, da gehst du tagsüber nicht hin. Und genauso ist das auch so. Ja, beim Reisen ist es immer so: Mach keine dummen Sachen, lauf nicht durch irgendwie das Favela mit deiner riesen Kamera. Dann bist du halt auch selber dran schuld. Deswegen, ich habe mich hier super wohl gefühlt und es ist jetzt auch hier so. Es ist alles vergittert, aber die Tür, die ist nicht zu, die ist offen. Ja, hier klaut keiner was. Da ist mein Gepäck drauf und so über Nacht. Ist kein Problem. Natürlich muss ich sagen, dass da vorne nochmal ein Gate ist, da ist nochmal zu und so. Das ist hier nur Nachbarschaft. Aber so ist es oft auch. Aber auch auf Isla Margarita war es auch so. Da wurde dann auch mal eingebrochen und so weiter. Aber ich hatte da mich nie unsicher gefühlt und so. Ja, es ist eben so. Es ist nicht so sicher wie in Deutschland. Aber ja, in welchem Land ist es so sicher wie in Deutschland? Ja. Ja, wie ist das mit der Zukunft? Wird es in Zukunft noch besser für das Land und so? Das weiß man nicht. Es sieht nicht so gut aus. Also es ist im Moment vielleicht eine kleine Öffnung zu sehen, aber ja, man kann hier super hinreisen und so weiter. Das ist alles super toll. Ich will auf jeden Fall zurückkommen. Es gibt super tolle Gegenden. Ich habe längst nicht alles gesehen. Es ist ein super spannendes Land. Es macht super Spaß zu reisen. Und mir gefällt auch das Klima super gut, tropisches Klima, ja. Aber es ist eben nicht so heiß wie im Amazonas und man hat halt das Meer und viele Unterkünfte haben immer einen Pool und so weiter. Und dann gibt's die Berge, da ist halt auch richtig kalt. Ja? Es geht hoch bis auf, sage ich mal, ja, es gibt natürlich 5000 Meter hohe Berge. Hier sind die letzten Andenberge, also die Andenkette endet hier. Aber, sage ich mal so 3000 Meter, das ist so, wo man maximal irgendwie dann übernachtet oder so, ne? Also da ist es schon kühl, aber es ist ganz toll. Ich kann es nur empfehlen, hierher zu reisen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne, soweit ich sie beantworten kann. Und möchte eine Lanze brechen für Venezuela. Lasst euch nichts erzählen. Es ist nicht die meisten Leute, die immer dann irgendwas erzählen, ja, es ist so und so und so und so. Die wissen es nicht. Die haben es auch nur vom Hörensagen gehört. Und super toll hier. Ich möchte auf jeden Fall wieder zurückkommen. Und ja, Isla Margarita, da wisst ihr ja, habe ich mich verliebt. Nicht umsonst war ich da die meiste Zeit. Und finde es hier ganz toll. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir hier geholfen haben, die mir hier so eine tolle Zeit beschert haben. Und ja, dann
war es das aus Venezuela. Im nächsten Video werden wir uns erst in Kolumbien wiedersehen. Ich schaue hier schon auf mein Handy, habe ich noch was vergessen zu sagen? Aber was mir noch eingefallen ist Polizeikontrollen oder Militärkontrollen. Bevor ich hierher gefahren bin, wurde ich auch mega gewarnt. So, ja, das Schlimmste in Venezuela sind die Militärkontrollen. Polizei ist mega korrupt. Man muss aufpassen, die stecken einem auch was zu in die Taschen und so. Und dann sagen sie hier, du hast hier was eingeführt oder hast hier Drogen dabei oder so. Ja, all solche Gerüchte habe ich gehört. Alles super krass, viel Schikane und so weiter. Und was kann ich sagen? Es gibt viele Kontrollen überall. Sind so, ja, immer so auf den Straßen, so, wie sagt man, so Buckel, wo man langsamer fahren muss, da steht dann einer oder mehrere, bewaffnet natürlich. Und die halten mich aber fast nie an oder haben mich eigentlich nie angehalten. Die halten die Einheimischen an und ich hatte auch immer den Eindruck, dass die Einheimischen jetzt nicht so happy waren, immer da kontrolliert zu werden. Aber bei mich haben sie eigentlich immer durchgewunken. Außer in der Gran Sabana, diese südliche Zone, wo es auch kein Benzin gibt. Da bin ich immer angehalten worden und da musste ich dann absteigen. Da haben die dann so ein Riesenbuch und da füllen sie dann den Namen aus, Motorradmarke und so weiter. Das dauert dann immer 5 Minuten oder 10. Und sie wollen auch immer einen Plausch halten, aber zu mir waren die Leute immer super nett, muss ich sagen. Und meistens war es dann so, dass ich dann zum Kaffee eingeladen worden bin. Also die haben ja immer so eine Thermoskanne mit Kaffee stehen, da willst du einen Kaffee, ja, und dann ein bisschen plaudern. Und dann das ausfüllen und dann ging es weiter. Also die haben auch nie in mein Gepäck oder so reingeguckt. Sie haben das zweimal, hatte ich das, da haben sie gesagt, ja, ich will in dein Gepäck reingucken. Und hier ist es dann so, ich hatte das am Anfang nicht gemacht, da habe ich immer die Kamera ausgemacht. Aber jetzt habe ich gehört, das ist gerade in Kolumbien, da soll das auch so sein, weiß ich jetzt nicht, werde ich dann sehen, aber dass dann eben die Polizei dir was zustecken könnte, und dann sagen, ey, du hast hier was Illegales transportiert und dann wollen sie natürlich Geld haben. Deswegen ist es erlaubt, dass man das filmt. Und sobald die mich halt anhalten und sagen, sie wollen das Gepäck kontrollieren, dann baue ich meine Kameras alle auf, mache die alle an, filme mit dem Handy und so. Und dann haben die eigentlich, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber die haben dann eigentlich immer gesagt so, ja, ist okay, ciao. Die haben dann gar nicht gewollt, dass ich es aufmache. Ja, also das ist vielleicht ein Tipp, dass man das hier immer auch filmen darf oder filmen sollte auch. Dann hat man immer auch den Beweis, ey, guck mal, da ist nichts drinne. Oder zumindest kann man ein bisschen Druck aufbauen. So, aber ich kann das wirklich alles sagen, bei mir war das alles easy. Ich wollte das nur ergänzen, weil ich da auch immer diese Horrorgeschichten gehört hatte. Ich möchte mich aber noch für die Unterstützung bedanken bei Dirk, Chris und Friedrich. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.